Hallo meine Freunde, heute beschäftigen wir uns mal mit einem Philips Flachbildschirm. Und zwar hat unser Philips folgendes Problem: Wenn ich ihn reinstecke, tut sich gar nichts mehr. Also hier kommt keine Leuchtdiode. Auf Power drücken bringt auch nichts. Bevor wir das Gerät öffnen, kommt natürlich der übliche Sicherheitshinweis. Erstmal muss der Stecker raus und dann könnte es sein, dass innen drin noch ein paar Kondensatoren auf Hochspannung geladen sind. Wartet also ein paar Minuten, dann ist sicher tot. Bevor wir das Gerät öffnen, machen wir erstmal den Fuß weg. Das sind die 4 Schrauben hier auf der Rückseite. Philips 2 oder ein Schlitz geht auch. Und holt sie schön mit dem Magnet aus dem Gerät. Dann sollte der Fuß so weggehen. Die Rückwand hat jetzt jede Menge Schrauben, die sitzen erstmal hier, eine ganze Menge außen rum. Sind Torx 10 Schrauben, ihr braucht aber unter Umständen so einen langen, weil die relativ tief sitzen an manchen Stellen. Die machen wir der Reihe rum auf. So, jetzt sind wir schon an der gegenüberliegenden Ecke. Jetzt kommen noch 2 Stück und wir sind mal außen rum. Dann geht es in der Mitte des Gerätes weiter. Die haben auch wieder Torx 10. Auch die sind alle gleich. Die könnt ihr also in die gleiche Schachtel werfen. Auf der anderen Seite sind nochmal 2 weitere. Und jetzt müsst ihr aufpassen, das sind metrische Schrauben und die sind kürzer, haben aber auch einen Torxer 10 Kopf. Und dann gibt es hier an den Skatsteckern auch noch 2. Die gehören aber wieder zu den Plastikschrauben vom äußeren Gehäuse. Dann könnt ihr das ganze Cover mal so mit dem Fingernagel rein entnehmen. Hängt auch kein Kabel dran. Wir haben die ganze Rückseite auf. Wenn das Gerät mal offen ist, erkennen wir die wesentlichen Baugruppen des Fernsehers. Auf der rechten Seite ist das Mainboard. Das ist ein Subwoofer. Hier sind die kleinen Lautsprecher. Und hier ist die Netzteilbaugruppe. Die Streifen hier kommen vom Ambilight. Da wir überhaupt keine Power-LED haben, konzentrieren wir unsere Suche auf das Netzteilboard. Das Netzteil besteht aus mehreren Baugruppen. Unten, das ist schön abgetrennt auf der Platine, hier mit der großen weißen Linie, das ist die Eingangsseite. Hier haben wir die Netzspannung. Dann ist hier die sekundäre Seite im oberen Bereich. Hier kommen die ganzen Versorgungsspannungen für das Mainboard raus. Aber nochmal lebensgefährlich wird es hier hinten. Hier haben wir die Hochspannung für das Backlight. Unser erster Blick bei der Fehlersuche gilt natürlich der Sicherung, aber die ist noch optisch okay. Wir können sie auch gleich mal messen. Für diese anfänglichen Messungen genügt ein einfaches Multimeter. Wir stellen das Voltmeter auf Ohm-Messungen. Dann schließen wir die eine Seite, hier habe ich es mal mit dem Clip gemacht, an die Sicherung an und messen auf der anderen Seite 0 Ohm. Perfekt. Die Sicherung ist also auf jeden Fall gut. Bei der Fehlersuche gehen wir zuerst mal optisch vor. Bei Philips ist ein bekanntes Problem, dass die Kondensatoren sich aufblähen können und damit ihre Werte verlieren oder sie laufen gleich aus. Ich schaue mir also die Oberseiten aller Kondensatoren an. Die sehen aus wie am ersten Tag, also da haben wir kein Problem. Der größte Kondensator an der ganzen Geschichte sitzt unter dem Kühlblech. Und da müssen wir ein bisschen seitlich reinschauen. Wir sehen, auch der ist in einwandfreiem Zustand. Auch sonst erkenne ich keine geplatzten Hochspannungskondensatoren. Das wäre noch ein typischer Fehler. Optisch ist das Board in einwandfreiem Zustand. Was eigentlich schade ist, weil wir damit mehr arbeiten müssen. Oder gut für euch, weil es gibt einen längeren Film. Um sicher zu gehen, dass der Fehler auch wirklich auf der Netzteilplatine ist, trenne ich die Verbindung vom Netzteil zum Computer und wir messen auf der Netzteilplatine nochmal die Standby-Spannung separat durch. Ich glaube, bei dem Modell kann man die Stecker nicht verwechseln. Um aber ganz sicher zu gehen, nummeriere ich sie und zeichne ihre Orientierung an. Also den nennen wir mal 1.
Den nennen wir mal 2. Beim Abziehen der Stecker muss man so ein bisschen auf die Rastnasse hier und dann ein bisschen vor- und zurückwackeln und sie sind weg. Am oberen Stecker werden wir fündig. Da gibt es die 3,3 Volt Standby. Das ist der unterste Pin und oben können wir eine von den Groundleitungen zum Messen nehmen. Für diese Messung müssen wir das Messgerät jetzt auf eine kleine Gleichspannung einstellen, was durch das DC in der Anzeige gezeigt wird. Meins hat ein Autoranging, können wir gerade so stehen lassen, dann stellt er den Messbereich selbst ein. Ich habe das Gerät jetzt unter Spannung gesetzt, macht das aber bitte nur nach, wenn ihr wirklich sicher seid, was ihr tut. Und dann arbeitet er von der Seite aus, da ist weniger Spannung. Der erste Pin war es und der dritte. Wir haben noch 300 Millivolt, aber keine 3,3 Volt. Und hier liegt unser Problem. Das heißt, das Netzteil ist definitiv kaputt. Was wir an den Netzteilen noch testen können, ist die Primärseite. Und zwar kommt ja der Netzstrom hier rein. Hier sind, was weiß ich, ein paar Filter. Die Sicherung hatten wir schon gecheckt. Und hier ist noch ein Brückengleichrichter. Das ist ein Brückengleichrichter nach Grätz, also 4 Dioden. Der AC kommt in der Mitte an, da können wir die Eingangsspannung messen und die gleichgerichtete Spannung ist in den äußeren Pins. Zur Messung selbst benutze ich jetzt hier aus Sicherheitsgründen, da kommt man auch gut bei, 2 Clips. Das Messgerät muss jetzt auf AC stehen. Ich schalte die Spannung ein und wir sehen 229 Volt. Perfekt. Jetzt schalte ich aus und wechsle auf die Gleichstromseite. Bei der Gleichstromseite haben wir 315 Volt. Das sind die 228 mal Wurzel 2, die effektive Gleichspannung. Unsere Erkenntnisse sind, dass wir bis hier die Eingangsspannung haben, aber hier keine Sekundärspannung. Das heißt, der Fehler muss irgendwo in diesem Bereich der Schaltung liegen. Eine mögliche typische Fehlerursache wären die Dioden auf der Schaltung. Mit den meisten Multimetern kann man Dioden prüfen. Das funktioniert hier beim Diodensymbol, also auf die Schaltung. Und bei Mode muss ich jetzt so lange umschalten, aha, hier werden Dioden geprüft. Das Messgerät gibt jetzt Spannung drauf, in einer Richtung darf nichts durchkommen, in der anderen Richtung wird die Durchgangsspannung angezeigt. Ich beginne mal mit der großen Diode hier. Wenn man die Dioden genau anschaut, so erkennt man auf der einen Seite des Gehäuses immer einen weißen Ring, hier und hier. Und dieser Ring zeigt den Minuspol für die Durchlassrichtung an. Das heißt, auf der Seite ist Plus, Strom fließt von Plus nach Minus. Hier kommt die schwarze Leitung dran für die Durchlassprüfung, auf der anderen Seite die rote. Und wir sehen, wir haben eine Durchspannung von 0,4 Volt. Das ist also alles im grünen Bereich. Jetzt messen wir mal mit umgekehrter Polung. In der Richtung sperrt die Diode und in der anderen Richtung hat sie Durchlass. In der Weise messe ich jetzt all die verschiedenen Dioden auf der Schaltung nach. Auch die ist wieder gut. Wir haben eine Durchbruchsspannung von 0,4 Volt. Die erste Ungereimtheit finde ich bei den kleinen Dioden hier an der Ecke. Hier haben wir definitiv einen Kurzschluss. Jetzt könnte natürlich sein, dass der Kurzschluss oder niedrige Ohmwert durch irgendeine Bahn außenrum vorkommt. Wäre zwar relativ unwahrscheinlich, aber eine sichere Prüfung der Dioden ist nur möglich, wenn wir die Dioden auslöten. So wie es jetzt aussieht, sind diese 2 kleinen Dioden an der Ecke der Übeltäter der ganzen Geschichte. Wir müssen also die Platine rausmachen. Bevor wir die Platine rausmachen, machen wir noch die restlichen Steckverbindungen weg. Das war die Hochspannung. Haben wir hier noch eine kleine Steckverbindung. Und das war es auch schon. Die Platine selbst hat 6 Torx-Schrauben an den Ecken und einmal dazwischen. Die macht er mal alle raus. Auch rechts sitzt nochmal ein in der Mitte. Die Schrauben haben metrisches Gewinde und sind kürzer wie die anderen, also nicht verwechseln. Das waren die Platinenschrauben. Wenn alle Schrauben mal lose sind, kann man das Board gerade so entnehmen.
Die Dioden tragen die Bezeichnung 907 und 911. Da bin ich als Porsche-Fachmann ja an der richtigen Stelle. Wenn ich mir mal die Platine von der Unterseite anschaue, dann sitzen die Dioden hier. Von der Bestickung her sind die ganzen Pins der Dioden noch ein bisschen nach innen gebogen. Das heißt, beim Auslöten muss ich die erstmal warm machen und wieder gerade richten, sonst wollen die Dinger nicht so richtig raus. Zum Warmmachen nehme ich immer ein bisschen frisches Zinn. Wenn sie dann warm wird, können wir sie so ein bisschen rausbiegen. Zum Auslöten macht er dann den Punkt mit ein bisschen Lötzinn wieder warm und Pumpe dran und wir haben die erste. Pumpe dran und wir haben die zweite. Ein bisschen Lötzinn drauf. Gut warm machen. Aha, den haben wir erwischt. Den haben wir auch schon ganz gut. Wenn die Dioden mal halbwegs lose sind, könnt ihr mit dem Schraubenzieher drunter mal schauen, was los ist. Jetzt gibt es folgenden Trick. Man lässt den Schraubenzieher hier drunter. Und jetzt geht man nochmal auf die andere Seite an die Lötstelle und macht noch ein bisschen warm. Aha, habt ihr das gesehen? Jetzt ist sie unten draußen. Die gleiche Nummer mit der anderen Diode. Aha, auch die ist draußen. Wenn die eine Seite mal los ist, könnt ihr die andere Seite mit der Zange halten, umdrehen und dann die andere Seite auslöten. Und hier haben wir den kleinen Übeltäter. Machen wir auch gleich die zweite noch raus, gleiche Methode. Bisschen mit dem Zängchen nachhelfen und wir haben den Übeltäter. 3 Löcher sind schon soweit frei, dass die wieder passt. Das 4. Loch ist leider zugegangen. Machen wir es ein bisschen frei. Ganz klein wenig Lötzinn drauf. Heiß machen, abpumpen. Jetzt ist wunderbar frei. Messen wir jetzt mal die ausgebauten Dioden. Die erste Diode in Durchlassrichtung, eine Schwellspannung von 190 mV. Das ist typisch für eine Schottky-Diode. Und in Sperrrichtung gemessen haben wir keinerlei Durchgang. Die Diode sieht gut aus. Und die zweite Diode im Durchgangsbetrieb, die hat 000, sprich die hat es innen durchgeschossen, die hat schlichtweg einen Kurzschluss. Und der Kurzschluss bestätigt sich auch nochmal bei Messung in Sperrrichtung. Auch hier haben wir 000, sprich die pfeift auf beide Richtungen durch. Bei den Dioden handelt es sich um SB 260 Dioden. Das heißt Schottky-Dioden mit 2 Ampere und 60 Volt. Ich habe mittlerweile mal in meinem Fundus gekramt. Leider habe ich die Originaldiode nicht gefunden. Also so eine Schottky-Diode hatte ich nicht im Haus, aber eine etwas stärkere. Problem ist nur, die stärkere hat auch wesentlich dickere Pins. Aber dafür genügt eine. Das heißt, mit ein paar Hilfsdrähten können wir das testweise mal probieren. Ich löte einfach ein Stück Draht mal hier in eins der Löcher. Steckt die einfach hier so rein an die richtigen Stelle. Dann ein bisschen Klebeband, dass man es nicht durchrutscht. Bisschen frisches Zinn drauf und schön festmachen. Aha. Gut geflossen, schöne Lötstelle. Einlöten tun wir das Teil jetzt mit dem gleichen Trick. Jetzt müssen wir nur aufpassen, auf der Platine ist angezeichnet, wo der Strich sein muss. Auf der Seite binden wir es mit ein bisschen Klebeband mal vorläufig fest. Dann können wir die andere Seite löten. So, dann ein bisschen frisches Lötzinn und mal den einen Fuß der Diode an den Draht binden. Wenn das mal fest ist auf der einen Seite, müsst ihr nur aufpassen, dass es nicht zu warm macht auf der anderen Seite. Sonst fällt es da wieder runter und dann könnt ihr die andere Seite noch verlöten. Sieht zwar etwas speziell aus, aber für den Test tut es mal. Wenn es dann funktioniert, können wir uns nächste Woche die richtigen Dioden besorgen. Jetzt kann das Board wieder testweise rein. Also einfach hier auf die Laschen setzen. Für den Test wird es wohl genügen, wenn wir es mit 2 oder 3 Schrauben festmachen. So eine hier, eine hier, eine hier.
Und jetzt müssen wir wieder alle Kabel verbinden. Aufstecken tut man die immer relativ einfach drauf und gut ist. Netzversorgung und die Hintergrundbeleuchtung, die Backlights. Und den kleinen Stecker hier vergessen wir auch nicht. Ein bisschen gegenhalten, dass wir die Platine nicht so biegen. Probieren wir unser Glück. Ich stecke den Netzstecker mal wieder rein. Und wir haben Standby. Und Philips. Na, wie habe ich das wieder hingekriegt? Jetzt bestellen wir uns noch die richtigen Dioden und unsere Reparatur war wieder erfolgreich. Ich habe jetzt mal die Datenblätter verglichen, und zwar von dem Provisorium, wo ich eingebaut habe, und den Originaldioden. Mein Provisorium ist leider nur für 3,15 Ampere gut. Die Originaldioden hatten ja 2x2 Ampere, also mit dem Provisorium können wir nicht leben. Ich habe mir jetzt mal bessere Dioden besorgt, und zwar noch nicht einmal den originalen Ersatz, 260er Dioden, sondern ich habe 360er genommen. Die sind jetzt für 2x3 Ampere gut. Damit kann die Diode nie wieder kaputt gehen und wir haben der Obsoleszenz ein Schnippchen geschlagen. Löten wir unser Provisorium wieder aus. Machen wir sie hier ein bisschen warm. Ein Fuß weg. Und der zweite von unserem Provisorium. Dann müssen wir die zwei Posten, die ich reingelötet habe, wieder auslöten. Das heißt ein bisschen frisches Zinn. Warm machen, Pumpe drauf. Gleiche Nummer mit dem zweiten. Warm machen, Pumpe drauf und den hat sogar sehr gut erwischt. Die neue Diode, aha, die klemmt noch ein bisschen, aber vom Prinzip her passt es im Lochdurchmesser. Das sind immer nur die Lötzinnreste, wo da hängen. Da das eine einfache Platine ist, können wir da auch ein bisschen mit dem Bohrer die Reste wegmachen. Ihr nehmt den Bohrer gerade so per Hand und dann kratzt man die Lötzinnreste noch mit dem Bohrer weg. Wenn die Löcher mal frei sind, geht die Diode durch, knapp, aber sie passt. Jetzt schaut ihr mal, wo man die Diode biegen muss, dass die passend reinkommt. Der Strich muss natürlich wieder dahin, wo der Strich auf der Platine ist. So, ich biege die also ziemlich knapp am Gehäuse ab und auf der anderen Seite entsprechend. Legen wir die Diode rein und die sitzt schon mal gut. Wir können die ein bisschen in der Richtung verlöten, dann haben wir Platz für die dicken Dioden. So ganz tief braucht die auch nicht unbedingt sitzen, dann hat sie ein bisschen mehr Konvektion, wenn sie warm wird. Auf der Unterseite frisches Lötzinn, schön verlöten. Und hier auch frisches Zinn. Die überflüssigen Füßchen können wir jetzt abschneiden. Die gleiche Nummer mit der zweiten Diode, auch die müssen wir erst wieder passend hinbiegen. Die stecken wir dann auch wieder in entsprechender Tiefe rein. Und auch die zweite verlöten wir. Füßchen weg. Checken wir nochmal, dass wir hier keine Kurzschlüsse auf den kleinen Bahnen gemacht haben. Das sieht alles gut aus. Und auch hier ist alles in Ordnung. Die Dioden stecken, die Striche sind bei den Strichen. Die waren ja parallel geschaltet, die zwei Dioden. Jetzt kann die Platine wieder final ins Gerät und an alle Schrauben wieder. Die Platine ein bisschen Spiel hat, lässt er alle Schrauben lose, bis die letzte drin ist. Wenn alle drin sind, zieht er die Reihe rum fest. Allzu viel Kraft brauchen wir natürlich nicht. Wir machen Elektronik und keine Achswelle. Alle Stecke wieder rein. Aufstecken, wisst ihr ja, geht immer ganz einfach. Die hatten wir nummeriert. Und auch noch die HV-Steckerchen hier. Gut. Jetzt kann die Rückwand auch wieder drauf. Die geht relativ easy, nur ansetzen und sie ist schon drauf. Die kleinen metrischen Schrauben der Rückwand kommen in die Mitte und da beginnen wir auch. Auch hier wieder erstmal alle ansetzen,
Auch so eine Rückwand hat ein bisschen Spiel. Dann kommen die ganzen Plastikschrauben. Auch hier beginne ich wieder von der Mitte her. Und beim Ansetzen von diesen Kunststoffschrauben ist ganz wichtig, dass ihr erst rückwärts dreht, bis Sie das Gewinde finden. Sonst schneiden Sie sich ein neues Gewinde. Jetzt macht ihr euch halt ein Viertelstündchen gemütlich mit den 17 Schrauben. Wenn wir die inneren mal alle haben, kommen die äußeren, also der ganze Ring außen rum. Irgendwann ist man auch hier außen rum, die letzte, ansetzen. Und jetzt könnt ihr gleich beginnen, die der Reihe nach festzuziehen. Also all die Schrauben, wo wir reingemacht haben, werden jetzt festgezogen. Natürlich mit viel Gefühl. Als letztes Bauteil kommt natürlich der Fuß wieder in Position. Der wird einfach eingeschoben, bis ihr seht, dass die Löcher fluchten. Und dann kommen die 4 dicken Schrauben rein. Die haben natürlich jetzt wieder den Phillips. Das waren ja die einzigen Schrauben, die man euch zugetraut hat, dass ihr es selbst dran macht an das Gerät. Probieren wir unser Glück. Aha, die Leuchtdiode glimmt schon und gleich springt er an. Na, wie habe ich das wieder hinbekommen? Heute habe ich euch mal gezeigt, wie man auch so ein teures Flachbildgerät mit relativ wenig Kosten reparieren kann. Man muss sich nur ein bisschen mit der Physik beschäftigen. Und erlaubt mir zum Schluss noch ein paar persönliche Worte. Ich mache ja meistens Videos zu Autos, die sind hoch gelobt. Die werden auch von den meisten Foren in speziellen Unterforen verlinkt. Und ich habe nur positive Kommentare. Wenn ich aber mein Video zu Elektrogeräten mache, gibt es eigentlich nur Ärger. Ich möchte mal wissen, wieso. Da steckt doch eine ganze Mafia dahinter, die nur möchte, dass ihr neue Geräte kauft. Warum bin ich in den meisten Elektronikforen gesperrt? Also bevor ihr zu so einem Elektronikforum geht, das meine Videos gesperrt hat, nehmt euch lieber ein Forum, das meine Videos zeigt, oder geht leicht nach YouTube. Also tschüss, bis zum nächsten Video.